Hallo und welcome zu einem neuen Tag hier auf der Baustelle. Heute wird geschliffen, lasiert und auch ein bisschen gemauert. Und genau, was da genau ansteht, das zeige ich euch jetzt. Hier wird auf jeden Fall zugemauert, also diese Öffnung. Und der Dachüberstand wird abgeschliffen und lasiert. Das wird Cory heute machen. Also letztlich hier überall abgeschliffen und lasiert. Denn wenn der Dachüberstand bearbeitet ist und lasiert, dann können wir dann Ringräder endlich ranschrauben. Dann trifft es nicht mehr so crazy aufs Gerüst und gegen die Hauswand. Und alles wird einfach ein bisschen angenehmer, besseres Mauerwerk. Dadurch besser.
hier schon halb oben angelangt und baue mir mal auf halber Strecke quasi eine Armierung ein, um diese Zumauerung der Tür oder des Türlochs mit dem Rest der Wand zu verbinden, um zu vermeiden, dass man dann letztlich das einfach umkippen kann. Und ich zeige euch mal, wie das im Detail aussieht. Hier habe ich jetzt die Fuge ausgekratzt und Lochband eingebracht, auch auf der anderen Seite. Genau, und ich hoffe, dass das jetzt dazu führt, dass die Wand noch stabiler wird. Schauen wir mal. Ich nehme euch jetzt mit, und zwar wird der Dachüberstand gemacht. Erstmal also geht's das Gerüst hoch. Also, was habe ich hier überhaupt vor? Wir haben hier ja das neue Dach und der Dachüberstand ist noch unbehandelt. Wir werden das hier alles hochmauern und bevor wir das machen, wollen wir das Holz noch schützen. Das heißt, erstmal muss ich an dieser Stelle hier, wo noch etwas Beschriftung auf den Brettern ist, werde ich das abschmirgeln. Und dann haben wir eine Holzlasur vom Fachhandel besorgt, mit der wir das dann 2- bis 3-mal das Holz behandeln werden. Genau, ich fange mal mit dem Schmirgeln an. Ich brauche Hörschutz und eine Brille. Okay, ich habe es abgeschmirgelt und ich finde, das sieht jetzt schon besser aus. Ein bisschen rot noch in der Ecke, aber das werde ich auch nicht wegkriegen. Nächste Aufgabe ist, ich gehe mit dem Lappen über alle Balken drüber und auch die Bretter und nehme den Staub und Dreck ab, der da vielleicht noch drauf ist. Und dann hole ich mal die Lasur hoch.
So, da bin ich wieder. Die Balken sind jetzt gereinigt, abgeschliffen an den Stellen, wo ich es gerne haben wollte. Und jetzt habe ich mir die Lasur umgefüllt in so eine alte Kartoffelsalatschale, damit, falls mir was vom Gerüst fällt, mir nicht die 2,5 Liter vom Gerüst fallen. Und mit Pinsel und Rolle ausgestattet werde ich jetzt mal anfangen, sowohl die Bretter als auch die Sparren zu lasieren. Genau. Schon gemacht. Das ist alles schon ganz toll lasiert. Wegen dem Quadranten hier. Da geht's jetzt weiter. So, ich habe jetzt hier die Vorderseite fertig lasiert. Erster Anstrich. Es hat ungefähr 2 Stunden gedauert, also ohne die Vorbereitungen. Da langsam die Sonne untergeht, werde ich jetzt wahrscheinlich heute nicht mehr weitermachen. Dafür dann drinnen jetzt noch ein bisschen rödeln. Und ich zeige euch mal, wie es geworden ist. So, hier sieht man ganz gut, das hier ist alles lasiert. Da hört es auf, weil das ist dann eben Innenraum. Und hier sieht man den Unterschied auf der Pette, da ist nicht lasiert. Also es wird schon ein bisschen dunkler. Die Maserung kommt mehr durch. Und das ist jetzt auch erstmal nur der erste Anstrich, der die Poren schließt. Und dann folgen noch 2 bis 3. Also, nee, noch einer bis noch 2, also insgesamt 2 bis 3. Ich bin jetzt doch nochmal auf die Rückseite vom Haus gegangen, weil hier haben wir ja natürlich auch einen Überstand. Und den werde ich jetzt auch anfangen zu lasieren. So, jetzt ist es fast dunkel. Und ich konnte aber hier die Balken alle noch lasieren. Ich kann es einfach hier dran zu kommen. Aber das soll, glaube ich, die Holzbearbeitung mal für heute gewesen sein. Und dann mache ich die Tage weiter. Einen Tag später und die Mauer ist da. Tada! Ja, das hat relativ lang gedauert, aber sieht jetzt auch ganz gut aus und jetzt ist Zeit für Feierabend. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüssi!